Morgen. So. Heute möchte ich mal so ein paar Eindrücke von meiner neuen Himalayan mit euch teilen, weil die erste Inspektion ist rum. Jetzt kann man schon ein bisschen fahren. So, dann machen wir erstmal das Handy mit Strom versorgen. So. Na. Jo, jetzt kommt schon mal der erste Vorteil. Die Himalayan ist nämlich, hops, nicht so hoch. Ich bin nämlich auch nur 1,68 Meter und das klappt soweit ganz gut. Trotz den alten, müden Knochen. So, dann los geht's. Ja, die ist noch kalt. So, und los geht's. Sehr schön kann man hier auch sehen, wie hier der Kompass wunderbar nach Norden zeigt. Und wir fahren jetzt genau nach Süden. Das heißt, den Kompass, den kannst du tatsächlich vergessen. Da hilft auch alles Kalibrieren nichts. Der zeigt einfach immer, wozu er Lust hat. Beste, was du mit dem Ding machen kannst, ignorieren. Wohingegen hier dieses Navi, das funktioniert ganz hervorragend. Das ist gut ablesbar, das zeigt alle wichtigen Informationen und verschont dich mit allem, was du nicht brauchst. Ich bin jetzt schon ein paar Mal nur nach Navi gefahren. Das hat einwandfrei funktioniert. Wisst ihr, jetzt bin ich anders gefahren, als das Navi wollte. Da hat es ganz kurz neu gedacht. Also vielmehr, die Berechnung ist ja gar nicht da drin, sondern die ist auf meinem Handy. Aber hat dann sofort umgeschaltet und einen anderen Weg gefunden. Und das ist tatsächlich auch der, den ich fahren möchte. Weil heute fahre ich nämlich meine sogenannte Hausstrecke, wo ich die Kurven kenne und wo es auch richtig schön ist. So, da haben wir schon mal einen Hund. So, was man auch hier sehen kann, die Kupplung, die kommt ganz sanft, ohne Rupfen. Das kann man aber auch erwarten bei einem neuen Motorrad, ne? So, was ich schon ausgetauscht habe, sind die Bremsbeläge vorne. Da habe ich mich einfach mal auf einen Tipp verlassen, den ich im Internet gelesen habe, dass die Sinter-Beläge von EBC deutlich besser bremsen als die Originalen. Und das kann ich bestätigen. Wenn mal keiner hinter uns ist, dann mache ich mal eine Bremsung, dass man das auch mal sehen kann. So, Achtung. Jetzt machen wir mal eine Vollbremsung und tatsächlich, die bremst inzwischen gar nicht mal so schlecht. Und wie man sieht, man kann sogar im zweiten Gang anfahren. Ja, das haben übrigens hier sogar eine Ganganzeige drin, eine Uhr, Thermometer, was hier so aussieht wie klassische Rundinstrumente. Das sind natürlich klassische Rundinstrumente. Aber wir haben da unten auch so einen kleinen digitalen Teil, der schon auch ein paar Informationen zur Verfügung stellt. So, und jetzt, wenn wir ein bisschen schneller fahren, dann kann man auch mal was zur Scheibe sagen, weil die ist ja, sage ich mal, viel gescholten. Zumindest in der alten Version. Hier in der neuen Version, ja, ist es besser. Also wenn ich, hier ist zum Beispiel gar kein Wind, so ab hier, das kann man ja nicht sehen, also so ab Oberkante Helm ist es ein bisschen. Wenn ich mich allerdings stelle, sind die Windgeräusche ein kleines bisschen weniger
viel ist das nicht. Das heißt, bei mir wird die Scheibe wahrscheinlich einfach unverändert bleiben. Was auch sehr schön ist, trotz ihrem für so ein kleines Motorrad relativ hohen Gewichts, ist das Motorrad sehr handlich. Tiefliegender Schwerpunkt und natürlich die schmalen Reifen, die tun da einiges für. So. Zu den Reifen kann man auch mal was sagen. Die haben mich ehrlich überrascht, weil das sind indische Seat-Reifen, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Aber die machen ihren Job ganz schön gut. So, hier berghoch, da merkt man dann auch mal ein bisschen, dass das Ding nur 25 PS hat. Aber für Landstraße 100 reicht es auch noch wunderbar und es sind noch Reserven. Also das ist tatsächlich ein richtig schönes Landstraßenmotorrad. Auf der Autobahn glaube ich nicht, dass man da wirklich Spaß hat. Da kann man sich hinter die Laster hängen und sich freuen, dass man im Windschatten fährt. Hey, das macht Spaß. So, das ist natürlich der Super-GAU, weil vor den Kurven so eine Laster hat. Normalerweise halte ich dann, aber hinter mir ist jetzt einer und hier ist keine Möglichkeit. Da müssen wir durch. Also wir haben hier dank dem Langhuber ein sehr breites, nutzbares Drehzahlband, quasi von 2000 Touren bis hoch zu, ne, weiß ich nicht, weil über 5000 habe ich sie noch nicht drehen lassen. Kommt noch. Kommt dann in einem Video, wenn sie mal wirklich ganz eingefahren ist. Dann machen wir auch mal einen Anführungsstriche Hochgeschwindigkeitstest. Anführungsstriche. So. Oh, jetzt kommt eine wunderschöne Kurve, die ich leider nicht so schön fahren kann, weil dieses Auto vor mir ist. Aber naja, wie gesagt, kann man nichts machen. Hier steht zwar, es ist gesperrt, aber ich meine, nach Boppard geht. Da ist zu, Boppard ist auf. So, jetzt kommt was. Jetzt kommen nämlich ein paar Serpentinen, die tatsächlich das Moped besser fahren kann als ich. Weil das ist nicht meine Stärke. Aber wir haben halt einen sehr engen Wendekreis, also das ist mit der Himalayan überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, der Einzige, der hier langsam macht, bin ich.
bin hier vor Jahren mal mit einer Goldwing hoch. Das war wesentlich schwieriger, aber das ist jetzt auch keine Überraschung. Sag ich mal. So, gucken wir mal, dass keiner kommt. Okay. Dann kann man nämlich ein bisschen weiter ausholen. Wäre eigentlich gar nicht notwendig. Wie gesagt, die Himalayan kann das besser. Nur ich nicht. Kannst ja eigentlich engste Kreise fahren. Da bin ich nur einfach noch nicht gewöhnt, weil meine anderen Mopeds das nicht können. Und ja, müssen wir ein bisschen üben. Muss man aber nicht. So. So, und da vorne machen wir jetzt mal Rast, weil das ist schon Tradition, dass man da Rast macht. So, kommt auch nichts. Gut. So, dann stellen wir uns so hin, dass es nachher auch gleich wieder gut weitergeht. So. Und dann genießt einfach mal den Blick hier runter. Hallo. So. So. Weil hier mache ich eigentlich immer ein Foto von meinem Motorrad. Das habe ich aber schon gemacht, weil ich war ja auch schon mal ohne Kamera. Ne? Aber das ist einfach super schön hier. Gut, es gibt noch mehr Schönes zu sehen. Deshalb machen wir uns auch gleich auf den Weg. So wie man sieht, kann man hier eigentlich relativ locker aufsteigen. Nur bei meinem steilen Hof ist das ein bisschen schwer. So, was man jetzt auch schön sehen kann, ist, dass, wenn man ausgeschaltet hat, dass dann auch die Verbindung zum Handy und Navigation verloren geht. Das heißt, wenn ich das jetzt weiter nutzen wollte, was ich nicht will, weil ich weiß ja, wo ich lang will, dann müsste ich das neu verbinden. So, ab geht's. Und was man jetzt auch schön sieht, nutzt man die Navigation nicht, dann zeigt es stattdessen die Uhrzeit, die es sich bei jedem Verbinden auch neu aus dem Handy holt. Also da musste keine Uhr und nichts einstellen. Obwohl es natürlich hier in dem Multi-Instrument schon eine Uhr gibt. Die haben übrigens nichts miteinander zu tun. Also die Borduhr, die synchronisiert sich nicht von alleine. Da musst du dann schon selber einstellen. So, und jetzt geht es noch in das schöne Mühltal. Das ist nochmal eine sehr schöne Strecke. Und hier geht das los. Kleines Sträßchen, schlechter Belag, also im Grunde genau das Richtige für so ein indisches Motorrad. Und los geht's. Muss man natürlich schon ein bisschen gucken, dass einem keiner entgegenkommt. Deshalb ist hier ja auch nur 50, aber normalerweise an einem Werktag fahren ja auch nicht viele. Also der Motor ist für solche kleinen Sträßlein einfach super. Wie gesagt, weil der schön elastisch ist. Ab 2000 zieht.
Und du musst nicht dauernd schalten. Ich erwische mich zwar immer wieder dabei, dass ich das doch mache. Das liegt aber daran, dass eins meiner anderen Motorräder eine RD 250 ist, die du dauernd in einem schmalen Drehzahlband von 2000 Touren halten musst. Ich versuche jetzt mal wirklich im 4. zu bleiben. Der sollte eigentlich dicke reichen. Und selbst hier für diese langsam gefahrene Kurve reicht der 4. Du musst nicht in den 3. runter. Ich will ständig schalten, das bin ich so gewohnt, gell? Aber es ist überhaupt nicht notwendig. So, und dieser super engen Kehre schalte ich jetzt aber doch mal. Da muss man wirklich gucken, dass da keiner kommt. Kommt aber keiner. Gut. So, hier kann man noch mal schön ins Tal runter gucken. Machen wir auch gerade noch mal, wenn man jetzt schon mal da ist, ne? So. Da sieht man das Mütler, da fahren wir gleich auch. Da gibt es auch noch so einen Picknickplatz. So. So, jetzt bin ich auch schon ein bisschen unterwegs. Kann man auch noch mal ein bisschen was zur Sitzhaltung sagen. Die Sitzbank ist nicht die weichste. Das stimmt schon. Aber sie ist jetzt auch nicht knüppelhart. Also ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Was mich ein bisschen stört ist, man sitzt selbst mit kurzen Beinen wie meine doch relativ weit hinten und dann stoße ich gegen den Beifahrersitz. Da würden mir so 1-2 Zentimeter, die ich noch weiter nach hinten kann, eigentlich ganz gut gefallen. Oder eben eine durchgängige Sitzbank. Weil die für den Beifahrer, die ist ein bisschen höher. Ist natürlich super, wenn der Beifahrer was sehen will. Aber für den Fahrer wäre halt eine Sitzbank besser. Ansonsten Sitzhaltung ist super, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Füße genau da, wo sie hingehören, auch nicht zu weit nach oben. Also Kniewinkel ist auch super. Mir tut nichts weh. Und ich sage mal, Langtouren stehen noch aus. Die werden aber kommen, dass man wirklich mal auch ein paar 100 Kilometer fährt und nicht nur 100 am Stück. Aber ich glaube, upsala, da kommt mir jemand entgegen. Ja, die haben nicht so aufgepasst. Upsa. Ah, hier kommt doch so einiges, aber das an einem Mittwoch. Könnt ihr euch vorstellen, was hier sonntags los ist oder samstags? Ja, Leute wissen halt, was schön ist. Hier fließt der Mühlbach. Oder wie die Bobber da sagen, die Bach. Und noch mehr Motorradfahrer. Ja, die harten Stöße, die merkt man schon.
Eventuell könnte man das Federbein noch ein bisschen weicher machen, aber ich will ja auch mal zu zweit fahren. Deshalb bleibt das erstmal so stehen.